Costa Ricas Natur fasziniert uns. Je weiter wir das Land erkunden, umso schönere Ecken erleben wir und kommen auch den Tieren näher. Schön, dass ihr uns auch hier wieder begleitet. Das war jetzt gerade ein ganz schönes Spektakel. Alter, jetzt regnet es aber auch nicht auf. Oh. Das ist einfach richtig cool hier. Insgesamt ist es auf jeden Fall nicht schön geworden. Vielleicht mag ich Faultiere doch nicht, wenn der den da jetzt runterwirft. Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Wir sind gerade an unserem heutigen Spot angekommen und es fängt an zu regnen, aber wir gehen trotzdem mal und hoffen, dass es schön aussieht. Wir haben die Tickets gekauft, war wieder richtig günstig, 19 US-Dollar pro Person. Und jetzt müssen wir tatsächlich erstmal ein Stück hier über die Straße zurückgehen und dann werden wir von einem Guide empfangen und der uns dann den Weg zeigt. Wir sind gespannt. Wir sind uns nicht so ganz sicher, ob es hier reingeht. Da hinten ist auf jeden Fall der Parkplatz, da steht Blue Falls, der ist aber zu, weil so wenig los ist. Wahrscheinlich geht es hier rein, wir gehen einfach mal, oder? Da unten steht das Schild, ich glaube, es wird noch nicht mit Gästen gerechnet. Und da hinten ist auch schon ein bisschen Baustelle. Schön sieht schon aus. Bisschen nass nur. Wir haben unseren Guide gefunden. Er hat eben noch ein bisschen hier Baustellenarbeiten gemacht. Und jetzt stapft er vor uns her. Der Weg ist bisher jetzt noch nicht so schwierig. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Der Guide hat uns jetzt bis hierhin begleitet und uns nochmal die 6 Wasserfälle erklärt und seine Empfehlung abgegeben. Und ab hier dürfen wir jetzt wieder alleine gehen, aber bei einzelnen dieser Wasserfällen ist es wohl auch wieder ein anderer Guide, der uns dann da wieder assistiert. Das Besondere an den Blue Falls ist ihre auffällig leuchtend blaue Farbe, die je nach Lichteinfall von Türkis bis tiefblau reicht. Die Blaufärbung entsteht durch einen natürlichen physikalischen Effekt. Das Wasser fließt durch vulkanisches Gestein und nimmt dabei feine Mineralpartikel auf. Diese Partikel streuen das Sonnenlicht so, dass vor allem die blauen Lichtanteile reflektiert werden, ähnlich wie bei Gletscherflüssen oder tropischen Lagunen. Zusätzlich ist das Wasser der Blue Falls sehr klar und nährstoffarm, was die Farbwirkung verstärkt. Je höher der Mineralgehalt und je stärker die Sonneneinstrahlung, desto intensiver erscheint das Blau. Bei uns heute also nicht so wirklich stark. Das war der erste Wasserfall der Blue Falls und nicht stolpern. Und der war auf jeden Fall schon mal sehr schön. Wir hatten ja ein bisschen Sorge, dass das Wasser braun ist aufgrund der Regenzeit, aber es ist immer noch sehr schön blau. Wahrscheinlich nicht so blau, als wenn die Sonne scheint, aber trotzdem noch schön. Und jetzt geht es weiter zu den nächsten. Es gibt nämlich insgesamt wohl 6 Stück, wobei das hier schon einer der höheren war, aber trotzdem schauen wir es natürlich alle an. Und man soll auch schwimmen können, wobei so warm ist es eigentlich gar nicht. Aber ja, wir werden es trotzdem wohl machen. Also ich muss schon sagen, ich glaube, wir sind positiv überrascht. Also es ist auf jeden Fall cooler, als wir erwartet haben. Und vor allen Dingen waren jetzt an einem Spot gleich 2 Wasserfälle, die auch richtig hoch waren und das Wasser immer noch schön blau. Wir sind im Wasser. Und was sagt die Temperatur? Es ist arschkalt. Das ist wirklich saukalt. So kaltes Wasser hatten wir auf der Reise das letzte Mal wahrscheinlich in Kanada. Ja. Also jetzt schnell wieder raus, das reicht. Ja, wir sind erfrischt. Die ersten 3 haben wir abgearbeitet. Jetzt geht's weiter zu den nächsten 3.
Wir hatten uns erst gewundert, warum wir diesen Wasserfall nur mit einem Guide erreichen sollen. Jetzt sind wir schlauer, denn es geht ordentlich durchs Wasser. Wir sind am 5. Wasserfall angekommen und der Weg war schon echt ein Abenteuer. Es ging ordentlich durch den Fluss. Demzufolge haben wir auch Wasserschuhe angezogen. Das ist, glaube ich, bisher der niedrigste Wasserfall, aber auch ganz schön. Nur leider regnet es gerade, sonst wären wir vielleicht mal reingesprungen. Aber jetzt geht es noch zum letzten. Alter, jetzt regnet es aber auch nicht auf. Der letzte Wasserfall. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück zum Ausgang bzw. Eingang. Haben alle 6 bzw. eigentlich waren es ja 7 und ein paar kleine Wasserfälle uns angeschaut und wirklich jeder davon war irgendwie schön und mit der Farbe auch ganz toll und ja, also es hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt. Wir waren ja auch zwischendurch noch im Wasser und gerade auch der vorletzte Wasserfall, wo wir so durchgekraxelt sind, wo wir durchs Wasser mussten, das war schon ganz cool. Und wenn man mal ehrlich ist, also wir haben jetzt ja 19 Euro pro Person gezahlt, was ja schon auch wieder nicht gerade wenig ist. Aber hier waren jetzt überall Guides, die einen auch so ein bisschen geführt haben, gerade da, wo man auch durchs Wasser musste. Das ist alles hier nett gepflegt, von daher, das lohnt sich schon. Wir sind heute Nachmittag nach 2 Stunden Fahrt ungefähr beim Caribbean Slot Rainforest angekommen. Der Besitzer ist wirklich super nett. Und jetzt gleich um 18:30 Uhr machen wir noch so eine kleine Nachttour. Die ist wohl bei der Übernachtung mit drin, so wie er gesagt hat. Und morgen machen wir dann noch eine größere Tour, um dann ein paar Faultiere hoffentlich zu sehen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir ein paar bunte Frösche sehen, weil bisher haben wir nämlich noch keine richtig bunten gesehen. Kaum starten wir die Tour direkt vor unserem Van, sind wir auch schon begeistert. Direkt über uns hängen die ersten Faultiere. Faultiere verbringen bis zu 90% ihres Lebens in den Bäumen. Sie bewegen sich extrem langsam, mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 0,2 Kilometern pro Stunde. Diese Langsamkeit ist eine Überlebensstrategie. Sie spart Energie und macht sie für Fressfeinde schwer erkennbar. Ihre Nahrung besteht fast ausschließlich aus Blättern, die sehr nährstoffarm sind. Deshalb haben Faultiere auch einen sehr langsamen Stoffwechsel. So kommen sie für ihr Geschäft durchschnittlich nur alle 7 bis 8 Tage von ihrem Baum herunter. Faultiere sind überwiegend Einzelgänger und schlafen 12 bis 15 Stunden am Tag. In Costa Rica stehen sie unter Schutz und die größte Bedrohung für sie ist der Verlust ihres Lebensraums, vor allem durch Abholzung. José hat hier eine Umgebung angelegt, in der sich Faultiere besonders wohlfühlen und sich ausbreiten können. Oh, er hat die Zunge draußen. Ja. Está con la lengua. See, did you see? Yeah, this one loves to put the tongue outside. Yeah. The other one don't do it. It's so beautiful. Das ist einfach richtig cool hier. So viele Faultiere. Und zu sehen, was das einfach wundervoll. But for sure, if you put your feet there, yeah. Yeah. And somebody with like a not good health can die.
Oh, okay. Ein anderes Tier, auf das wir sehr gespannt waren, ist der Blue Jeans Frog. Charakteristisch ist sein leuchtend roter Körper und die intensiv blauen Beine, die ihm seinen Namen eingebracht haben. Diese auffälligen Farben dienen auch als Warnsignal für Fressfeinde, denn dieser Frosch ist giftig. Der Motor läuft wieder und wir fahren jetzt nach dieser super Tour weiter. Also können die nur wärmsten empfehlen. Caribbean Slot Rainforest heißt es beim José. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und bisher auf jeden Fall die beste Tour, die wir gemacht haben hier in Costa Rica. Wir sind die letzten Stunden hier bis zur Karibikküste wieder gefahren und ja, wie sollte es anders sein? Hier an der Karibikküste ist auf jeden Fall schon ordentlich was los. Also das ist sehr touristisch auch hier. Super viele weiße Menschen, ob Amerikaner, Europäer, wer weiß. Und natürlich auch wieder ganz viele ja, total nette Unterkünfte, Cafés, Restaurants. Also es ist wirklich schön hier. Wir sind jetzt an dem Nationalpark Cahuita schon vorbeigefahren, da waren wir in den nächsten Tagen dann noch hin. Für uns geht es jetzt erst aber noch mal ein Stück weiter die Küste entlang Richtung Osten. Und da werden wir uns einen schönen Stellplatz für die nächsten 2 Tage dazu. Hier ist vor allen Dingen gerade. Mal gucken. Wir haben geparkt und sind an unserem ersten Freistehplatz in Costa Rica. Jessie checkt schon mal das Meer aus. Es geht tatsächlich schlimmer. Am Wochenende soll es aber wohl relativ voll werden, haben wir von Freunden gehört. Deswegen werden wir wahrscheinlich nur 2 Nächte bleiben. Das Wasser ist auf jeden Fall herrlich und nicht zu warm. Ups and downs and all of life's random things, but it all feels like it's destiny. It's not always easy, not meant to be. Getting all together, start a family. It all began with you and me, 'cause you're my baby. Hier muss man nämlich Normaleintritt bezahlen. Auf der anderen Seite muss man, ist auf Spendenbasis, aber nur hier gibt es halt einen Parkplatz. Guys, the thing is, so you need to pay the entrance fee here. Okay. Will be $5.65 per person. Then the car gonna go over here to the left. Ja, okay. There is the parking lot area. Okay, okay. So, wie stellen wir uns denn jetzt? Guten Morgen aus dem Cahuita Nationalpark. Wir haben jetzt bei Porto Vargas den Eingang genommen, weil da gibt es nämlich einen Parkplatz und der Eintritt kostet $5,65 pro Person. Es gibt noch einen anderen bei Cahuita, da ist der Eintritt Spendenbasis, wahrscheinlich hätte man auch $5 gegeben, aber da soll es schwieriger beim Parken sein. Deswegen haben wir uns für diesen Platz hier entschieden und starten jetzt mal in den Park. Der erste Abschnitt geht wohl über einen Steg, auf dem wir gerade laufen. Und dann hoffen wir mal, dass wir Faultiere sehen und Affen. Also immer Blick nach oben gerichtet. Ich glaube, er hat uns bemerkt. Ich glaube auch. Wir wollen dich nicht beim Frühstück stören. Einfach weitermachen.
Also es besteht mal wieder akute Nackenstarrgefahr. Aber wir haben bisher noch nichts gesehen. Man hört nur so ein Brüllaffen in der Ferne brüllen. Aber Affen zu spotten, wenn sie in der Nähe sind, ist glaube ich relativ leicht, weil ja meistens Krammer. Aber das Faultier, das ist schwierig. Vor allem sind die Bäume so ultra hoch. Ja, noch nichts gesichtet. Aber schön ist das hier trotzdem mit dem Steg und so. Ist mega cool. We just need a little more time. We just need a little more time here. Time keeps moving like the water's wave. Technicolor start to fade to gray. Clutching memories so they don't float away. 'Cause we just need a little more time. We just need a little more time here. We just need a little more time. We just need a little more time here. We just need a little more time. We just need a little more time here. We just need a little more time. We just need a little more time here. Es interessiert sich keiner für die Äffchen mit Baby. Weil da oben 2 Faultiere krabbeln. Und sieht man sie? Oh ja, sieht man gut. Was machen die da? Keine Ahnung, ärgern die sich? Vielleicht fällt da einer runter ein. Ist nah an der gefährlichen Grenze, glaube ich, oder? Oh, oh jetzt guckt's. Siehst du das? Ja. Vielleicht mag ich Faultiere doch nicht, wenn der den da jetzt runter will. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. That is part of the nature. Yeah, guys, we gotta go. Der Kampf scheint beendet zu sein. Der Sieger geht von dannen. Aber das sieht aus, als wäre das der kleinere eigentlich. Der andere sieht viel größer aus. Das war jetzt gerade ein ganz schönes Spektakel. Erst kamen die Affen an und dann hat uns so ein Guide von der Bootstour gesagt, da oben sind Faultiere im Baum und die hatten irgendwie scheinbar ein bisschen Beef. Und beinahe wäre sogar eins runtergeflogen. Genau, die Guides waren sich nicht so einig, ob das eine Art Revierkampf war, weil sie sich zu nahe kamen oder ob es um eine Frau ging. Aber wir haben echt gedacht, gleich fällt der eine. Das sah richtig fies aus. Ja, aber irgendwann ist der andere, der sozusagen der Gewinner, dann gegangen. Und damit war der Kampf vorbei und zum Glück ist keiner runtergeflogen. Ja, zum Glück für alle. Es gibt ein Hindernis
Bei der Flussquerung haben wir gleich mal Badehose und Bikini angezogen und jetzt geht's ins Wasser. Wir sind vom Strand wieder in den Wald abgebogen. Hier ist auf jeden Fall viel kühler und wir haben wieder ein paar Äffchen gesehen. Von denen gibt es hier scheinbar reichlich. Nur die Frage, ob es noch ein Faultier gibt. Bisher ist noch keins zu erkennen, aber schauen wir mal. Aber wir sind gleich auch am Ausgang. Heißt ja grundsätzlich nichts, den Quetzal haben wir ja auch kurz am Ausgang gesehen. Das stimmt. Da oben sind Affen. Also ich zähle alleine, ich glaube 7. Also richtig viele. Aber die haben nicht mehr diesen weißen Kopf. Dann haben wir doch noch kurz vom Ausgang Faultiere gesehen. Da hinten war eben eins, das konnte man nur sehr schwer sehen. Und da oben gibt es auch eins im Baum. Das ist ein bisschen näher. Wir sind wieder draußen. Jetzt geht's zurück zum Camper. Es war aber auf jeden Fall richtig schön. Also die $5 haben sich auf jeden Fall gelohnt. Maracuja, sehr gut. Mango ist auch noch. Okay, Schokolade ist was. Die letzten 3 Kilometer müssen wir leider an der Straße entlang gehen. Hoffen wir mal, dass wir gleich noch ein bisschen Schatten finden. Und wie so viele Autos kommen. Wir sind wieder im Schatten. Und hinter uns ist gerade tatsächlich ein Bus gekommen, den wir wohl auch hätten fahren können. Aber naja gut, jetzt haben wir es auch so geschafft, auch wenn die 3 Kilometer sehr heiß waren. Hallo! Schön weit geht ihr, habt euch einen schönen Tag ausgesucht. Ja, sehr schönes Wetter, ja. Wir sind an unserem Stellplatz angekommen. Also die Straße war schon ganz ordentlich. Da waren schon so ein paar riesen Pfützen, die aber schon teilweise leer waren, aber schon ordentlich tief. Aber wir sind gut durchgekommen. Und jetzt sind wir hier an dem schönen Platz angekommen und haben direkt mal eine Kokosnuss bekommen. Costa Rica hat es uns richtig angetan. Mit rund 5,2 Millionen Einwohnern und 51.000 Quadratkilometern ist das Land kleiner als Bayern, aber eines der artenreichsten Länder der Welt. Es beherbergt rund 5% der weltweiten Biodiversität und mehr als 25% der Landesfläche stehen unter Natur- oder Artenschutz und sind als Nationalparks oder Reservate ausgewiesen. Das nationale Motto Pura Vida steht für Lebensfreude, Gelassenheit und einen engen Bezug zur Natur. Werte, die Costa Rica bis heute prägen. Kein Wunder also, dass so viele Touristen regelmäßig Costa Rica besuchen und fasziniert sind von diesem schönen Land. Wir fahren über die Crocodile Bridge und es sind auch gerade relativ viele Leute da. Als wir da waren, war keiner da, aber die schlechteste Nachricht ist, es gibt keine Krokodile. Und ich schätze mal daran, es liegt daran, dass zu viel Wasser einfach im Fluss ist, die Strömung zu stark ist und sie keine Möglichkeit haben, irgendwie aus dem Wasser rauszukommen, um sich mal zu sonnen. Also keine Krokodile für uns heute. Nachdem wir heute früh am Atlantik gestartet sind, erreichen wir nach 12 Stunden Fahrt den Pazifik. Beide Ozeane an einem Tag. Das klappt auf dem Landweg wohl nur an wenigen Orten dieses Kontinents.
Wir sind an unserem nächsten Spot angekommen. Hier gibt es auch was ganz Cooles zum Anschauen. Das machen wir aber erst morgen. Denn heute müssen wir uns erstmal um die Dichtigkeit vom Fenster kümmern. Und wahrscheinlich, wo ist es? Da bei den Sicken, da kommt wahrscheinlich Wasser rein. Das hier ist nämlich nicht so optimal gelöst. Das war leider schon vorher so drin. Und wir haben nur den Gummi ersetzt. Der war auch lange Zeit dicht, aber jetzt wohl nicht mehr. Und glücklicherweise konnten wir gestern in San Jose Sika besorgen, um das abzudichten. Und das werden wir jetzt mal machen. Und da werden wir wahrscheinlich mindestens 2 Nächte hier bleiben, damit es, da fliegen gerade Papageien, damit es auf jeden Fall auch durchgetrocknet ist. Aber wir haben aktuell 30 Grad, da sollte das gut funktionieren. Das ist natürlich super schlecht, hier sind auch schon Blasen. Das ist das Sika 221. Wir haben 4 Kartuschen gekauft, das sollte auf jeden Fall reichen. Nur die haben irgendwie so einen Metallverschluss hier oben. Mal gucken, wie wir das aufkriegen. Dann geht's jetzt los. Die Kartusche ist bereit. Ich habe einfach mit dem Durchschlag oben leicht gegengeschlagen, dann ist schon das Metall aufgegangen. Und dann können wir jetzt anfangen. Oh oh. Wir haben es soweit. Jesse macht ja noch die letzten Korrekturen beim Fingernagel, um noch so ein paar Kanten schön zu machen. Aber ja, insgesamt ist es auf jeden Fall nicht schön geworden. Und natürlich ist das Weiß anders als das Weiß von unserem Lack. Aber gut, kann man nichts machen. Hoffentlich ist es dicht. Wir werden dann später oder morgen noch eine Innennaht ziehen, das heißt zwischen Gummi und Scheibe, damit wir auch sicher sind, dass nirgendwo mehr Wasser durch kann. Ich habe jetzt noch zwischen Gummi und Scheibe abgeklebt. Ich denke jetzt noch nicht, dass da was reinkommt, aber wenn wir schon mal dabei sind, machen wir das auch noch. Ziehen da eine dünnere Naht und dann ist die Scheibe hoffentlich bis Ushuaia und noch viel weiter dicht. Die innere Naht ist schon fertig, ging auf jeden Fall viel schneller und viel besser. Und weil es schwarz auf schwarz ist, mehr oder weniger, sieht man es auch eigentlich gar nicht. Und es ist auch viel schöner geworden. Ja, die äußere Naht habe ich halt extra dick gemacht. Und das hat wahrscheinlich zu dem Problem geführt. Jetzt drückt uns die Daumen, dass es auch dicht ist. Die Arbeiten für heute sind abgeschlossen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir noch ins Meer gehen können. Hört sich auf jeden Fall schon sehr rau an. Auf jeden Fall sehr cool. Muss ein bisschen aufpassen mit der Strömung natürlich. Aber geht auch ultra flach rein. Und ist nicht so warm, das Wasser. Ich habe gerade 2 Aras aus dem Meer gesehen. Schnell rausgelaufen. Wir haben eben schon während der Fahrt welche gesehen. Aber nun vorbeifliegen. Jetzt sitzen da 2 oben im Baum. Da oben sitzen sie. Gleich bricht der Ast ab. Geht er jetzt auf die Palme? Ja. Oh, die Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Nach über 400 Tagen bauen wir mal ein Vorzelt auf. Beweg dich mal. Ja, dich meine ich. Wir sind auf dem Weg. Wir haben den Morgen am Campingplatz verbracht und haben da heute früh schon Affen und Aras direkt über uns gesehen. Das war echt richtig schön. So, und in gut 1,5 Stunden ist Ebbe. Deshalb laufen wir jetzt los zum Strand und in Richtung Walfischflotte. Ja, sind wir gespannt, wie das so wird. Man soll da auf dem Weg auch noch Aras sehen können. Das hoffen wir natürlich auch. Und ja, freuen uns drauf. Der Name Bahia Ballena lässt sich also als Walbucht übersetzen. Passend dazu, dass hier regelmäßig Buckelwale zu sehen sind, also aktuell leider nicht, und die berühmte Sandbank bei Ebbe die Form einer Walflosse hat. Und das ist das, was wir uns jetzt anschauen wollen. Wir sind so langsam am Ziel oder am Start von der Flosse.
Noch 45 Minuten, dann ist Ebbe. Aber ich glaube, man kann schon irgendwie drauf gehen, oder? Was denkst du? Es sieht aus, als ob man rüberkommt. Da ist zwar noch ein bisschen Wasser zwischen, aber es ist nicht mehr viel. Also wir laufen sozusagen schon aufs Ende der Schwanzflosse zu. Das funktioniert, glaube ich. Wir sind am Ende der Flosse angekommen. Hier ist auch überall so, ja, so Steine und Felsen. Aber leider kann man es jetzt von hier unten gar nicht so richtig sehen, wie die Walflosse aussieht. Ich glaube, man kann es sich ein bisschen vorstellen. Da oben wäre natürlich cooler, aber wir sind im Nationalpark. Deswegen können wir leider keine Drohne fliegen. Ich bin am einen Ende der Walflosse angekommen. Hier ist schon Wasser. Könnte man natürlich noch weitergehen, aber macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn. Deswegen gehe ich zurück. Und Jessie steht da hinten und wartet auf mich. So, man sieht es gar nicht. Ich bin natürlich auch noch ans andere Ende der Flosse gegangen. Aber langsam wird es hier ein bisschen felsig mit den Flipflops. Deswegen gehe ich jetzt zurück. Da hinten hin. Und dann geht's, nein, nicht da lang, sondern da lang wieder zurück. Und irgendwo hier hinten werden wir dann mal baden gehen. Ist nämlich ganz schön heiß. Wir haben einen schönen Cent-Dollar gefunden. Ah, da. Zwei, ja? Mhm. Guten Morgen, es ist 7:30 Uhr und wir sind gerade von unserem Campground aufgebrochen, denn wir wollen zur Grenze. Das heißt, für uns geht es jetzt gleich nach Panama und für Costa Rica war es das dann nach ungefähr 2 Wochen. Ja, wenn es nach uns gegangen wäre und wir ein bisschen mehr Zeit hätten, wären wir gerne noch ein paar Tage länger hier geblieben. Aber so langsam drückt der Verschiffungstermin. Deshalb geht es heute über die Grenze. Ja, und dementsprechend war es das dann jetzt auch mit diesem Video. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, euch hat Costa Rica genauso gut gefallen wie uns. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr schon hier wart, was eure Highlights waren. Ja, würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Und ansonsten ein riesen Dankeschön an alle, die ganz fleißig unsere Videos schauen, uns abonnieren, uns Likes und Kommentare da lassen und Spenden in die Dieselkasse geben. Das ist wirklich total toll. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Ja, und hoffen natürlich, wir sehen uns dann nächste Woche in Panama wieder. Bis dahin. Ciao.